Die Neonröhren im Flur des Infektionshauses flackerten unbarmherzig. Nastja starrte auf die Flecken an der Decke, während sie Lyoscha, ihren einjährigen Sohn, auf dem Arm hielt. 2 Wochen hatte sie hier schon verbracht, isoliert von der Welt, gefangen in einer Spirale aus Fieber, Husten und unaufhörlicher Sorge. Die Angina hatte Lyoscha hart getroffen, dann kamen andere Infektionen dazu. Nastja hatte gelernt, mit den Kinderkrankheiten umzugehen, aber dieses Mal war es anders, intensiver, erschöpfender. Die Tage waren eine monotone Wiederholung: Fieber messen, Medikamente geben, das Bettlaken richten, Lyoscha trösten, wenn er weinte, und dazwischen versuchen, selbst ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Jede Minute, die Lyoscha aß oder trank, war ein kleiner Sieg. Die kostenlose Station war überfüllt und laut, die Krankenschwestern überfordert. Es war ein endloser Kampf gegen die Angst und die Erschöpfung. Endlich, nach zermürbenden Tagen, gab es einen Lichtblick. Ein privates Zimmer war frei geworden, und sie zogen um. Lyoscha reagierte sofort auf die ruhigere Umgebung und die bessere Betreuung. Sein Fieber sank, er begann wieder zu lachen und zu spielen. Nastjas Erschöpfung wich langsam der Erleichterung. Die Stille in ihrem neuen Zimmer war fast ohrenbetäubend. Eines Tages, als Nastja kurz vor die Tür trat, um sich die Beine zu vertreten, entdeckte sie eine kleine, zusammengerollte Gestalt im Schnee. Ein Kätzchen, jung und zerbrechlich, kauerte unter einem Strauch, das Fell nass und vereist. Es zitterte am ganzen Körper. Nastja, deren Herz ohnehin weich geworden war durch die Wochen der Sorge, konnte es nicht liegen lassen. Sie nahm das Kätzchen vorsichtig auf, schlüpfte wieder ins Haus und schmuggelte es in ihr Zimmer. Sie wickelte es in ein Handtuch und versuchte, es zu wärmen. Langsam, ganz langsam, erwachte es zum Leben. Nastja badete das Kätzchen vorsichtig in dem kleinen Waschbecken, säuberte sein Fell von dem Eis und fütterte es mit etwas Milch, die sie im Kühlschrank gefunden hatte. Das Kätzchen, winzig und zerbrechlich, hatte sich schnell erholt und schien sich in dem warmen Zimmer pudelwohl zu fühlen. Sie nannte ihn Nyusha, ein liebevoller Kosenamen. Nyusha schnurrte leise, während Lyoscha ihn mit großen, neugierigen Augen beobachtete. Nastja spürte, wie eine tiefe Zufriedenheit sie durchflutete. Sie wusste, dass sie Nyusha mit nach Hause nehmen würde. Das Leben hatte ihr ein neues kleines Geschöpf anvertraut, und sie würde es schützen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.